Schamanismus existiert in den unterschiedlichsten Ausprägungen in vielen Kulturen weltweit. In dieser Videoserie suche ich nach den Gemeinsamkeiten, die sich in einer ursprünglichen Sichtweise der Welt, einer Philosophie über das Leben und vielerlei Anwendungen und Ritualen zum Ziele der Erhaltung oder der Rückgewinnung des Gleichgewichts ausdrücken. All das ist natürlich kulturell unterschiedlich gefärbt, hat aber dieselbe Basis. Man betrachtet sich selbst und seine Gruppe oder seinen Stamm als Teil der Natur und handelt entsprechend im Einklang mit ihr. Im Grunde genommen ist das im modernen Sinne nichts anderes als eine psychologische Betrachtung. Finde heraus, wer du bist und lebe danach. So kannst du ein erfülltes Leben in persönlicher und gesellschaftlicher Harmonie führen. Es ist wichtig, sich nicht zu weit von der Natur, der eigenen eingeschlossen, zu entfernen, denn das beeinträchtigt die Gesundheit. Wenn man krank wird, sollte man das als Hinweis verstehen, sich wieder der Natur zuzuwenden, zum Beispiel in Gestalt eines Tieres. Das haben wir in der vorangegangenen Ausgabe besprochen. Beim Schamanismus geht es oft darum, mit spirituellen Wesen zu kommunizieren, Rituale durchzuführen und sich seelisch und körperlich zu heilen. Dabei spielen die 4 klassischen Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft eine zentrale Rolle. Sie stehen nicht nur für physische Dinge, sondern auch für verschiedene Aspekte des Lebens und der Natur. Außerdem sind sie wichtig für Heilung, Wachstum und Transformation, die mit Hilfe schamanischer Praktiken erreicht werden sollen. Diese Elemente sind nicht nur physische Manifestationen, sondern auch symbolische Repräsentationen verschiedener Aspekte des Lebens und der Natur und damit unverzichtbare Werkzeuge in der schamanischen Arbeit. Traditionell wird eine Integration der 4 Elemente vorgenommen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den physischen und spirituellen Aspekten des Lebens zu fördern. Ein typisches schamanisches Ritual könnte beispielsweise das Entzünden eines Feuers für die Transformation, das Einbringen von Wasser für die Reinigung, das Atmen frischer Luft für die Kommunikation sowie das Arbeiten mit Erde für die Stabilität beinhalten. Jedes Element hat seine eigenen Eigenschaften und Bedeutungen, die es dem Schamanen ermöglichen, verschiedene Aspekte des Lebens anzusprechen. Es sei an dieser Stelle auf einen bemerkenswerten Film hingewiesen, der nach dem Roman La Guerre du Feu von G.H. Rosny entstanden ist. Bedauerlicherweise ist keine deutsche Übersetzung des Romans erhältlich. Der Film trägt den Titel Am Anfang war das Feuer. Ein Blick auf das Element Feuer zeigt uns, welch ein Anfang damit gemeint ist. Feuer wird im Schamanismus als Symbol für Transformation und Energie betrachtet. Es steht für Leidenschaft, Kreativität und das Licht des Bewusstseins. Schamanen nutzen Feuer in Ritualen, um Energien zu reinigen oder um Verbindungen zu spirituellen Wesen herzustellen. Das Entzünden eines Feuers kann auch als Akt der Anrufung oder der Opfergabe verstanden werden, wobei das Feuer als Medium dient, um der spirituellen Welt Botschaften zu senden. Feuer symbolisiert die große Transformation des Menschen. Es spielt in vielerlei Hinsicht eine herausragende Rolle. In dem Moment, als der Mensch lernte, das Feuer zu beherrschen, beschleunigte sich seine Entwicklung rasant. Das Feuer mitnehmen zu können in eine Höhle bedeutete eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität, da es im Winter einen vor Kälte schützenden Raum schuf. Zudem verbesserte es die Gesundheit und verlängerte die Lebensdauer. Auch dadurch, dass es Raubtiere fernhielt. Nach den häufigen Buschbränden in der afrikanischen Savanne entdeckten die Menschen, dass bestimmte Wurzeln in der Erde quasi gebraten wurden und überdies auch noch schmackhaft und nahrhaft waren.
Das Experimentieren mit anderen Pflanzen und mit Fleisch zeigte bald, dass zuvor Unverträgliches plötzlich bekömmlich wurde. Man könnte sagen, das Feuer übernahm den Teil der Verdauungsarbeit, der dem Menschen schwerfiel. Außerdem machte es Verderbliches haltbar oder Haltbares, aber schwer Verdauliches genießbar. Plötzlich lohnte es sich, Wurzeln zu sammeln, die nicht so schnell verdarben, nun aber durch das Feuer genießbar gemacht werden konnten. Mental ging das einher mit der Entwicklung eines vorausschauenden, planenden Denkens und Handelns. Die Erkenntnis, dass man den Winter gut überstehen konnte, löste den Wunsch aus, dies auch sicherzustellen, was am besten gelang, wenn man sich an warmen Tagen mit allem Nötigen eindeckte. Es hatte aber auch einen sozialen Effekt, denn es verlängerte die hellen Stunden des Tages. Das schuf die Möglichkeit, abends länger zusammen sein zu können und zu kommunizieren. Die Sprachentwicklung beschleunigte sich durch die Beherrschung des Feuers. Die produktiven Tätigkeiten, mit denen man sich tagsüber beschäftigte, konnten abends nicht mehr fortgesetzt werden. Das Feuer schuf nunmehr die Möglichkeit, sich stattdessen auszutauschen und zu unterhalten. Damit stand es vermutlich am Ursprung von Geschichten, Fantasien, Spiritualität und ganz sicher auch Klatsch und Tratsch. Eine Studie mit den Buschleuten in der Kalahari hat gezeigt, dass die Gesprächsthemen sich deutlich unterscheiden, je nachdem, wann das Gespräch stattfindet. Nur 6% der Gespräche, die tagsüber geführt werden, drehen sich um Geschichten. Am Abend am Feuer geht's bei 81% aller Gespräche ums Geschichtenerzählen. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass Feuer die Ausschüttung von Oxytocin fördert. Oxytocin ist ein Neurotransmitter, der für das Gemeinschaftsgefühl zuständig ist. Lagerfeuer sind deshalb auch heute noch so beliebt. Gemeinsam mit Freunden und Familie die Alukartoffel im Feuer zu garen, den Abend zu genießen und Geschichten zu erzählen, das ergibt einfach einen Sinn. Über die Evolution des Menschen wurden schon viele Bücher geschrieben. Der US-Literaturwissenschaftler Jonathan Gottschall wählte für seines einen ganz besonderen Ansatz. Es heißt The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human. Auf Deutsch das geschichtenerzählende Tier, wie Geschichten uns menschlich machen. Somit besitzt das Element Feuer neben seinen physikalischen Eigenschaften noch eine ganze Reihe weiterer wertvoller Seiten, nämlich gesundheitlich, sozial, intellektuell und spirituell. Die Essenz des Feuers ist Träger der Energie des Sommers, der Blüte und des Herzens. Damit kann man sagen, dass das Element und seine Essenz dem Süden des Medizinrats zugeordnet werden können. Feuer steht für Leben, Liebe und Lachen. Feuer ist heiß, hell und trocken. Seine Energie bringt Leidenschaft, Unbeschwertheit, Freude und Dynamik. Sie unterstützt uns dabei, aktiv zu werden, Dinge umzusetzen und unsere Ideen zu verwirklichen. Sie strebt nach oben, von der Materie zum Geist, von der Erde zum Himmel. Das Ergebnis ist Transformation und Liebe. Aber natürlich spielt auch die Erde bzw. die Energie dieses Elements im Schamanismus eine wichtige Rolle. Erde ist der gemeinsame Nenner allen Lebens. Sie repräsentiert seine materielle Seite und physische Dimension. Außerdem ist sie ein grundlegendes Element, das für Stabilität, Nahrung und die physische Verbindung zur Welt sorgt. Ohne die Erde ist alles nichts. Entsprechend wichtig ist es, sich nicht nur mit ihr zu verbinden, sondern auch zu verbünden. Das ist ein grundsätzlich ökologischer Gedanke, lange bevor es das Wort Ökologie überhaupt gab.
Bevor ein Schamane ein Ritual, eine Zeremonie oder eine Heilung vornimmt, verbindet er sich mit der Erde, um ein Gefühl von Sicherheit und Verwurzelung zu schaffen, für sich selbst und für seine Schutzbefohlenen. Der Aspekt der Erdung findet somit ebenfalls Wurzeln in uralter Tradition. Erde bietet uns nicht nur Stabilität, sondern auch Nahrung. Dankbarkeit drücken wir entsprechend durch Opfergaben aus. Das Pflanzen eines Baumes oder die Nutzung einer Pflanze während einer Zeremonie symbolisiert den Wunsch nach einem guten Leben und einer starken Erdenbindung. Vergessen wir auch nicht, dass die Verstorbenen in der Erde begraben werden. Erde zu Erde, sagt man bei christlichen Begräbnissen. Erdrituale und Reisen in die Unterwelt bieten die Möglichkeit, den Ahnen Respekt zu erweisen und sie um Rat zu bitten. In vielen schamanischen Traditionen spielt die Erde auch als Heilmittel eine wichtige Rolle. Der Kontakt mit der Erde, sei es durch Barfußlaufen oder durch das Berühren von Erde, kann sich heilsam auswirken. Gärtnern macht glücklich. Solche Praktiken können dabei helfen, energetische Blockaden zu lösen und ein Gefühl der Harmonie wiederherzustellen. Erdsymbole wie Steine und Sand werden in Ritualen verwendet als stetige Erinnerung an die Präsenz der Erde und die Vertiefung der Beziehung zu ihr. Insgesamt ist die Erde im Schamanismus nicht nur ein materielles Element. Als Symbol steht sie für die Verbundenheit mit dem Leben selbst sowie mit der Gemeinschaft und den Ahnen. Die Essenz der Erde steht für Fruchtbarkeit, Leben und Wachstum. Die Erde bietet die Grundlage und Struktur für alles Leben. Erdenergie fördert Realismus, Stabilität und Pragmatismus. Sie gibt Geborgenheit und Sicherheit. Mutter Erde nährt und lässt uns wachsen und reifen. Die Essenz der Erde sorgt für Beständigkeit, Sicherheit und Festigkeit. Wir sehen schon, alle Elemente sind für das Leben, der Name sagt's, elementar. Auf keines möchte man verzichten. In der nächsten Ausgabe der Shaman Spirit Serie wird es um Wasser und Luft gehen.